Sicher? Ja. Oh, Alter, meine Hände sind gerade abgefroren bei dem. Lauren, was machen wir heute? Wir frieren. Wir machen ein Solar-Charging-Video hier auf dem Parkdach direkt neben unserem Office. Wie viel Grad hat's? -11 oder so. Meine Hände sind auf jeden Fall schon zu Eis geworden. Sebastian, du siehst irgendwie besser präpariert aus. Ja, ich bin ja auch kein Städter wie der Laurin. Ich komme ja ein bisschen vom Land draußen, 50 Kilometer im Süden. Wir haben das passende Equipment. Naja, aber es ist auch kalt. Also Es ist kalt. Aber die perfekte Bedingung, um mal zu zeigen, dass es auch bei schlechtem Wetter oder bewölktem Wetter und schlechten Bedingungen lädt. Wie wir sehen, sind alle ein bisschen besser angezogen als Laurin. Hallo, heute geht es ums Thema Solarladen. Es ist ziemlich kalt, wir stehen hier auf dem Dach vom Parkhaus, direkt bei dem Sono Headquarter um die Ecke und haben den Sion hingestellt. Der steht den ganzen Tag heute da und wir gucken, ob wirklich die Batterie geladen werden kann vom Auto. Dafür haben wir ein kleines Setup vorbereitet. Es gibt hier 2 Kameras, die filmen das im Zeitraffer, dass man sieht, dass das Auto wirklich da steht. Und im Auto ist der Datenlogger, der auch später verbaut wird von Sibros, der die Daten ans Backend liefert. Und weil wir jetzt mehr dazu wissen wollen, habe ich einen Experten hier, den Leiter von der MCU-Entwicklung. Grüß dich. Hi Sebastian. Hi. So, erste Frage an dich. Wie ist es mit der MCU-Entwicklung überhaupt gelaufen in der letzten Zeit? Gut, in einem Wort. Ich habe dir auch gleich noch einen Beweis dafür mitgebracht, weil im SVC2 hatten wir diese MCU verbaut. Okay, die ist richtig schwer. Die hatte ich ja nur von oben gesehen. Das ist ja, was sind das, 8 Kilo, 9 Kilo? Das waren knapp 7. Okay, schon heftig. Ja. Wir sind damals auf Nummer sicher gegangen. Wir nennen das ein A-Muster. Ja? Und haben aber in der Zwischenzeit nicht geruht und haben das Teil optimiert, vor allem was eben das Gewicht betrifft. Aber nicht nur. Ich gebe es dir mal schon in die Hand. Ja. Das ist viel leichter. Ja, das ist da ja sind wir jetzt die bei Hälfte, knapp oder? 3. Ja. Genau. Ihr habt sogar ein Sono-Logo hier integriert. Ja, auch wir dürfen Spaß bei der Arbeit haben. Genau, die PV-Eingänge sind jetzt 90 Grad zu den Seiten raus. Das hat eben auch Vorteile in der Integration im Motorraum dann, genauso wie für den Spritzwasser und den Staubschutz. PV-Eingänge hier, gerade der große Stecker für die Seiten und eben das Spannungsversorgung vom Board und die CAN-Signale gehen über diesen Stecker. Orange, Hochvolt. Hochvolt nicht anfassen, genau. Jetzt Das heißt, das geht auch dann direkt in Richtung Batterie. Ganz Oder? genau. Okay. Also über die DCU in das Hochvoltnetz. Und genau das ist ja heute der Punkt. Wir wollen zeigen, was ist, wenn das Hochvoltnetz nichts verbraucht, weil wir eben nicht fahren. Geht das dann auch in die Batterie? Ja. Also ich bin sehr gespannt heute, weil wir haben Minusgrade und heute früh war es auch bewölkt. Hast du schon was von den Daten gesehen, von den ersten? Gibt es schon eine Trendmeldung? Ja, also teasern darf ich. Wir haben auf jeden Fall schon das 1 oder andere Prozent überschritten. Also Super. Positiven Strom in die Batterie gespeist. Genau. Ich glaube, was man deutlich sagen muss, heute wird kein Rekordtag. Das ist auch nicht das Ziel, sondern es ist einfach nur der Beweis, man kann auch bei nicht optimalen Zeiten, auch im Winter, tatsächlich mit Solar den Hochvoltspeicher laden. Das war ja auch, ich nehme mich da nicht aus, ich habe selber auch viel Kritik geübt, dass ich gesagt habe, geht das überhaupt, schafft man es, die Eigenverbräuche zu überspringen, sodass wirklich was im Akku ankommt. Genau. Du sagst ja, ich glaube, nach heute sage ich auch ja, hoffe Ja, ich. du warst ja den ganzen Tag bei uns, ja. Hast du noch Challenges, wo du sagst, steht jetzt noch an? Genau, also wir haben jetzt ja schon mal das Gewicht reduziert. Die MCU, wie sie da jetzt ist, hat jetzt schon sehr nah die äußere Form. Also deswegen nennen wir es auch B-Muster, B1. Das Gehäuse zum Beispiel ist aber jetzt noch CNC gefräst. Und wir wollen und wir müssen natürlich das irgendwann aus einem Alu-Druckguss herstellen. Das ist eine der wichtigen nächsten Aufgaben. Genauso wie die Validierung im Langzeittest mit dem Fahrzeug. Die Software, macht ihr da auch noch was dran oder sagst du, oh, passt schon? Oder? Im Grunde funktioniert es schon sehr gut. Was wir natürlich noch optimieren, ist wirklich die Schwellwerte zu optimieren. Wann wird eben eingeschaltet, wann wacht die MCU auf, wann geht es ins 12-Volt-Netz, wann geht es ins Hochvoltnetz und das Ganze wieder rückwärts. Da kann man noch ein bisschen tweaken, aber das wollen wir eben. Da müssen wir uns auch noch mal unterhalten, weil das fand ich echt spannend, dass es sowohl ins 12 als auch ins Hochvoltnetz geht, abhängig davon, wie viel bei rumkommt. Das war mir nämlich neu. Smart Move, sage ich mal so.
Aber du hast gesagt, wir können uns die Daten noch anschauen. Das heißt, vielleicht gehen wir ins Warme Ja, gerne. und schauen mal, weil du hast ja echte KAN-Daten. Ganz genau. Ja. Die wollen Wir haben wir die auf die tatsächlich ein Verbraucher, der nicht immer an sein müsste normalerweise. Ja. Aber unser Connectivity-Modul lädt die Daten jetzt immer in die Cloud gerade hoch. Alles klar. Du, dann lass uns gehen. Ja, das kann, ja. Alles klar. Alles klar. Also dann. Bis gleich. Hi Simon, Hi, Sebastian. you are head of exterior. Correct. So why are we here? So we're here today. We're looking at the Xeon, the SVC3, and we want to talk about the improvements we've been making on the solar panels themselves since we started the builds back in April, May time. The main advantages that we've had from the build is we've improved the solar body panels themselves. We've increased the ability to remove waviness. We've increased the visual quality of those panels, and through all the learning, we've now developing our new solar body panel technology with some new tooling. Yeah. And what are the next challenges you think you face? So the next challenges now are taking these new generated PV labels into the new solar body panel tooling. So this is now series tooling, and hopefully we'll see some images of those this week or next week. So those trials are taking part as we speak today. Okay, and can you give us a rough estimation when the community can see it? It will be next year, I assume. And So on the vehicles, this will be next year, but from the actual testing, we'll hopefully still have some images produced within the next weeks. Yep. Okay. Yeah, we're looking forward to that. Great. Great news. Thank you so much. Thank you so much. And we go back into the warm. Yes. Things Thank you very okay. much. Okay. Bye. So, wir sind wieder drin. Es ist deutlich wärmer und jetzt können wir ein bisschen genauer auch auf die Panel schauen, auf die aktuelle Technik. Und ich habe wieder einen Experten hier. Tim, grüß dich. Hi, grüß dich. Erste Frage an dich, was machst du bei Sono? Ich bin bei Group Solar für das Testing der Solar Body Panels zuständig. Okay, und jetzt natürlich die klassische Frage, was macht ihr beim Testen gerade? Wo steht ihr? Wir machen vieles. Wir fahren eine sehr, sehr weite Palette an Tests ab. Zum einen geht es dabei um Sicherheitstests. Zum Beispiel machen wir Kopfaufprallversuche für den Fußgängerschutz. Wir verwenden aber keine echten Köpfe dafür. Wir haben die Kugel gesehen. Ja, genau. Ja. Und ein ganz großer Teil unserer Arbeit sind Lebensdauertests, also beschleunigte Lebensdauertests, mit denen wir die technische Zuverlässigkeit des Produktes beweisen. Dabei fahren wir Tests aus der Automotive-Welt, aber auch aus der PV-Welt und testen auf Extremtemperaturen, auf Chemikalien, UV-Strahlung, mechanische Belastungen, Vibration, alles, was der Kunde später im Auto erleben wird. Was sind denn die aktuellen Herausforderungen, die ihr jetzt habt? Eine Herausforderung im Bereich der Validierung unserer Technologie ist abseits einzelner Tests, in denen wir einzelne Events prüfen, die Kombination aus Tests, die wir verwenden. Dieses Produkt gibt es so auf dem Markt nicht. Klar gibt es Photovoltaik integriert in Fahrzeugen, allerdings nicht so, wie wir das machen. Das heißt, wir schauen uns an, welche Materialien haben wir verbaut, was ist der Use Case, den der Kunde später hat, und dann gehen wir zielgenau hin, entwickeln Testprozeduren, die eine Vorkonditionierung enthalten, die dann die Stresstests enthalten, damit wir das Produkt auf Herz und Niere testen. Draußen ist gerade sehr kalt. Ist Kälte ein Problem für die Zellen? Nein, die Kälte ist kein Problem. Wir haben schon einige Tests gemacht und wissen, dass sowohl der Tief- als auch der Hochtemperaturbereich okay ist. Wir werden allerdings noch weiter testen, viele mehr Tests machen, kombinierte Tests machen. Vielen Dank dir. Super Danke interessant. Und bis zum nächsten Mal. Danke, hat mich auch gefreut. Ja, ciao. Ciao. Hi, I'm Antonio, working in the MCU team with Christian. You saw him yesterday in the test location. We went through some data analysis and we are here the day after to show you some results and share them with you. So, as you saw from the video,
we are in very harsh condition. I would say worst case condition. We are close to the shortest day of the year in Munich, with a solar charging window of 5.5 hours roughly. This is very close to the worst condition we would have, and still it is very cloudy. And we wanted to have this worst case test with you and show you the results. Okay, so let's go having a look at the data from yesterday. Here those lines are showing what is the power through the day for each time instant we logged. And especially the purple one is the one where we can see what is the impact of the body side on the total power income. And as you can see, those are contributing a lot, especially in the first hours of the day. And this is showing what is the impact of having PV installed on the right and the left-hand side of the vehicle. This is especially important in winter, when you have very low sun that is hitting directly the sides of the vehicle, and you can also exploit at best what is the reflection, so the indirect light coming from the snow that is most often surrounding our vehicles in winter. We had during those 5.5 hours roughly 940 watt-hour as solar charge. This is what the MCU was pushing out from the solar body panels. And so this was the gross energy that has to be then matched with the energy consumption. Here the test, you should consider the test conditions were done to represent the parking conditions. So most of the ECUs were switched off, so to simulate the most representative case where a user parks his car and lives there for 5 hours. We had an energy consumption of 290 watt-hours. This is not optimized, there is room for improvement. And finally, a battery intake of 650 watt-hours. This roughly corresponds to 1.3% increase in the state of charge. We are very happy with the result. We could see that the model was matching the data. And now I want to present Albert, who will tell us something on what are the next optimization we can have on the vehicle systems and how we can better optimize this result. Thanks, Antonio. So, dann fange ich mal an. Albert Buschstein mein Name, ich bin Head of Battery hier bei Sono Motors und darf euch jetzt noch ein bisschen mehr durch die Messdaten führen. Als erstes, wir werden euch diese Messdaten hier unten in der Beschreibung noch verlinken, sodass ihr euch auch selber einen Überblick verschaffen könnt, wie wir zu diesen Ergebnissen kommen. Wichtig für euch sind natürlich die Kilometer. Wie kommen wir auf die Kilometer? Wir rechnen aktuell mit einem WLTP-Range von 16,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, was bei der Energy, die wir jetzt geladen haben, mit 650 Wattstunden ungefähr 4 Kilometer entsprechen. Da ist jetzt noch eben diese 12 Volt Verbraucher, die wir noch optimieren müssen. Hier sind zum Beispiel die 12 Volt für die Telematik noch aktiv gewesen, Bodycan war noch aktiv. Das war, damit wir diese Logfiles auch erzeugen können. Die würden wir in einem Realfall noch deaktivieren, sodass wir wirklich auf die nur nötigen Verbraucher kommen, die wir für das Solar Charging benötigen. Damit gehen wir davon aus, dass wir noch einen guten Kilometer mehr reinbekommen, sodass wir auf 5 Kilometer pro Tag kommen, was pro Woche diesen 35 Kilometern pro Woche entsprechen würde, die wir auch in unserer Website angegeben haben. Und damit sind wir guter Dinge, dass wir diese 5800 Kilometer pro Jahr erreichen werden. Antonio, möchtest du uns noch was zu den nächsten Steps sagen? So, do you want to say something about the next activities? Yes, so this was a very first test in worst condition, I was saying, and we found a good matching between what were our expectations and what we actually logged out of the system. It was one system test, so we were considering the whole complexity of the vehicle and the interaction between the MCU and the other ECUs, and we would like to keep this ongoing, like on other locations, so to test different scenario, even in urban environment, in the city, and look forward for this and show with you the results. Viel Spaß beim Deep Dive durch unsere Messdaten und wir freuen uns auf eure Kommentare.